Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, es wurde auf jeden Fall gestern ja, auf dem Discord-Server angekündigt und ich sehe es jetzt auch gerade hier in den News. Es ist auch gestern schon erschienen und zwar der erste neue Kontinent. Wir haben es ja auch schon angekündigt gehabt, beziehungsweise Thorsten hatte es auch in dem Interview erwähnt. Ich habe es hier auch nochmal gescreenshottet und zwar starten gleich 2 neue Welten nächsten Monat. Und zwar Shakes and Fidget wagt die Reise zu einem neuen Kontinent. Am 9.8. öffnet die neue amerikanische Welt AM1. Ja, also wer darauf spielen will, AM ja auch die Abkürzung für Arena Manager, habe ich mir gleich so gedacht, okay, ja, gut, kann man machen. EU14 startet auch um 16 Uhr ihre Stadttore, um neue Helden Einlass zu gewähren. Bereits am Freitag, dem 2.8., könnt ihr euch auf beiden Welten einen neuen Charakter erstellen. Ja, also nach den ganzen europäischen Welten, die jetzt ja, gelauncht worden sind, wir sind ja jetzt bereits schon bei EU14, kommt jetzt der allererste neue Kontinent ins Spiel und das wird Amerika sein. Also ich bin wirklich sehr gespannt. Wir werden uns das Ganze auch definitiv anschauen. Ich bin mir noch ein bisschen unsicher, weil ich will ja nicht beide Server so mäßig starten. Vielleicht erstelle ich mir auf beiden. Ja, ich werde mir auf beiden, glaube ich, einen Account erstellen, aber dann werde ich auf EU14 wahrscheinlich kaum was machen. Ich habe nämlich auch starkes Interesse daran, auf der ersten amerikanischen Welt zumindest mal vorbeizuschauen und mal zu gucken, wie dort so die, ja, wie sage ich, die Population ist, also wie der Andrang dort ist, weil, ja, ich glaube tatsächlich. Ich weiß es nicht. Also ich kann es wirklich schlecht einschätzen, aber ich glaube, vielleicht schreibt ihr mir mal so euer Gefühl für den ersten amerikanischen Server so in die Kommentare. Meint ihr, das wird ein Flop oder das wird ein durchschnittlich besuchter Server? Oder geht der komplett unter? Weil es ist ja nun mal wirklich ein Fakt, dass dass die europäische Spielerschaft ja wirklich mit so die stärkste ist. Ne? Und deswegen, ja, jetzt wagt sich halt Shakes and Fidget den Schritt ja, zu dem allerersten neuen Kontinent rüber, da drüben über einen großen Teich und ja, versucht da ja, eine neue Spielerschaft für sich zu gewinnen. Ich meine, das Spiel, so wie sie es halt promoten, nach außen heraus machen sie es ja auch so auf Englisch größtenteils, sag ich mal. Ne? Auch so, ich sag mal, auf den Social Media Plattformen und so. Ne? Aber ich habe persönlich nicht das Gefühl, es kann auch daran liegen, dass ich halt selbst Deutscher bin, so. Ne? Ich habe nicht das Gefühl, dass so großartig jetzt, ne, aus vielen anderen Ländern oder sogar Kontinenten Spieler kommen werden. Deswegen bin ich extrem gespannt, wie das, ja, ob sich das überhaupt so großartig rechnet, sag ich mal. Ne? Deswegen, das werden wir auf jeden Fall unter die Lupe nehmen. Finde ich sehr interessant. Und ja, sonst ist es ja normalerweise so, okay, wir hatten in der Vergangenheit ja so die stärksten Server, das waren halt so, naja, deutsche Server, polnische und tschechische Server so. Das sind eigentlich so die 3 Länder, würde ich mal sagen, die so mit Abstand eigentlich am stärksten sind, was so, ja, wirklich ja, das Durchsetzungsvermögen und die Stärke der Chars angeht und so weiter und so fort. Also ja, und da hat man ja schon gesehen, alle anderen Server, die dann so danach oder abseits von diesen 3 Ländern gelauncht worden sind. Ich meine, klar, gibt es hier und da natürlich ein paar einzelne Spieler, die immer so ein bisschen ja, aus der Masse rausstechen, aber ne, ich denke mal, ihr wisst, was ich meine, so, dass halt die Höhe oder die Größe der Population auf dem Server meistens immer nicht so gegeben ist. Und diese Server wurden ja auch ja, zu Recht auch gemerged mit anderen Servern, weil die halt eben auch schon so gut wie ausgestorben sind. Ne? Wenn man jetzt nur mal so rückwirkend oder rückblickend betrachtet, wenn ihr euch noch so an den Japan-Server erinnern könnt, wo, ja, wie heißt der nochmal? Heißt der Mistral, irgendwie Mistral und ein paar Zahlen, der sich zur Aufgabe gemacht hat, alleine in der Gilde, wir hatten da schon mal ein Video drüber gemacht, alleine in der Gilde
zu spielen und der Erste auf dem Server zu sein. Das hat er hingekriegt, weil der komplette Server halt auch einfach komplett inaktiv ist. Und ja, solche Server, denke ich mal, die werden halt oder die wurden halt eben aus den Gründen gemerged. Und deswegen bin ich gespannt, wie es halt bei diesen neuen, ja, kontinentalen amerikanischen Servern wird. Echt krass, ist jetzt halt der erste so, ne, abseits von den Europa-Servern, deswegen gehe ich mal von aus, okay, der erste könnte wirklich gut noch ja, besucht werden, aber ich glaube dann nachher der zweite und der dritte, ich weiß nicht, je nachdem, es könnte auch komplett der Hype werden, dass sie da in Amerika so doll Anklang finden und die Server komplett da ausrasten, aber da gehe ich eher weniger von aus, muss ich sagen, aber auf jeden Fall ein gewagter Schritt, ne? Aber ich denke mal, sie haben auch nichts großartig jetzt so zu verlieren, deswegen kann man das auf jeden Fall machen. Und ich gehe auch von aus, dass wahrscheinlich auf den amerikanischen Servern ja, viele denselben Gedanken haben wie ich und dort auch mal zumindest vorbeischauen, sich einen Account erstellen, registrieren, wer weiß, wie lange sie da spielen werden. Ich denke mal, das denn eher weniger, weil ich rechne auch damit, dass die Verbindung logischerweise weil die Server, die sollen ja dann in Amerika dann auch stehen, irgendwie, so wie ich das verstanden habe, wird die Verbindung dorthin gehen für uns Europäer natürlich dann ein bisschen schlechter. So, und deswegen denke ich mal, ist es wahrscheinlich nicht ratsam, als Europäer dort drüben zu spielen, aber man kann zumindest mal vorbeischauen. Ne? Aber ob man sich das auf Langzeit geben möchte, gut, das muss dann halt jeder selbst für sich dann entscheiden. Ne? Aber ja, könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da auch auf dem Server spielt oder mal vorbeischaut oder vielleicht sogar vorhabt, langfristig dort zu zocken. Ne? Also für mich persönlich wäre es auf jeden Fall nichts, aber es ist auf jeden Fall interessant, mal so zu sehen. Ja, ansonsten Europa 14 ist jetzt auch, natürlich, jetzt werden 2 Server dann gleichzeitig gelauncht, das hatten wir früher auch gehabt. So, ich kann mich noch erinnern, dass zum Beispiel auch so deutsche und tschechische Server gleichzeitig so gelauncht worden sind zum Serverstart, ne? Immer parallel auf jeden Fall und das haben wir jetzt halt wieder. Ja, Europa 14 ist jetzt natürlich auch so ein nichts aussagender Server, sag ich mal. Ne? Ich denke mal, dass dann auch ein paar Leute auf EU 15 vielleicht warten oder 20, keine Ahnung. Ne? Aber deswegen gehe ich mal davon aus, dass jetzt auch Europa 14 jetzt nicht unbedingt der absolute Hype-Server werden kann, ne? Weil halt eben alle auf etwas bessere Nummern warten, sag ich mal. Ne? Oder so eine Event-Server. Darum geht es ja dann eigentlich. Ne? Wir hatten ja auch auf Europa 10 hatten wir ja das Rennen gehabt um die Avatare. Das ist ja auf Europa 10 gewesen und es wird jetzt auch schon gemunkelt, ob auf EU20 sowas vielleicht wieder gemacht werden könnte. Deswegen denke ich mal, ist da der Anreiz auch zu warten, natürlich auch dementsprechend höher, als jetzt auf Europa 14 jetzt da voll durchzuknallen. Natürlich wird die Konkurrenz auf EU20 dementsprechend auch stärker sein als auf EU14, weil dort halt eben wahrscheinlich mehr Leute und mehr krasse Leute am Start gehen werden als auf Europa 14. Was es dann wiederum ein bisschen interessanter macht für Leute, die für etwas weniger Geld vielleicht auch weit oben mitspielen wollen, weil der Server vielleicht nicht ganz so aktiv ist, beziehungsweise halt eben nicht ganz so viele Tryhard-Pilzer dabei haben, wie auf Europa 20 jetzt als Beispiel. Ne? Weil da entstehen ja jetzt bereits schon Gilden für EU20. Deswegen, muss man sich aussuchen, welchen Spieler man haben will. Nachhaltig gesehen würde ich immer empfehlen, auf solchen Event-Servern zu starten, weil dort halt eben viele sich Langzeitpläne machen und dadurch der Server halt auch eben eine gute Grundsubstanz hat, lange zu überleben und demzufolge das Risiko auch nicht ganz so hoch ist, dass der Server eines Tages so inaktiv wird. Ne? Das ist natürlich so dann der Vorteil von solchen Event-Servern, aber ja, da muss jeder für sich selbst entscheiden, was für ihn halt so lieber ist. Ne? Ich meine, heutzutage in den Zeiten, wo es jetzt halt eben solche Fusionen und sowas gibt, kann ich mir vorstellen, dass die Europa-Server früher oder später auch fusioniert werden. Demzufolge halb so wild, aber man muss natürlich gucken, wann das Ganze passiert. Wir haben natürlich auch noch ein paar W-Welten, ne? Also internationale Welten haben wir auch noch offen, ne? Die sind ja auch noch nicht gemerged worden und mal gucken, wann das dann noch stattfinden wird. Deswegen, es wird auf jeden Fall noch ein bisschen dauern, denke ich mal.
Ansonsten, ja, war es das erstmal soweit für das Video. Seid ihr soweit wieder auf dem neuesten Stand? Ja, ich bin sehr gespannt auf den ersten kontinentalen amerikanischen Server. Gucken, was da abgeht. Ich freue mich drauf und mal gucken, ob wir das Ganze auch wieder live streamen können. Ich muss mal schauen, wie ich da arbeiten muss. Ansonsten, ja, gibt es da natürlich dann halt zumindest Videos von, das ist ja ganz klar. Gut, Leute, dann wünsche ich euch noch ja, einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.